Ja, da ist sie nun, die legendäre Logitech C920 Webcam, und in diesem Video vergleiche ich genau diese günstige Webcam mit anderen wesentlich günstigeren Webcams und mit der neuen Logitech Streamcam. Wie gut schlägt sich die Queen, die ja schon 7 Jahre alt ist, im Vergleich zu den aktuellen Webcams auf dem Markt? Und gleich vorweg, ich bin maßlos enttäuscht. Der erste Punkt ist, du hörst, dass ich hier wieder mit einem externen Mikrofon das Ganze aufnehme. Das heißt, die Logitech C920 hat auch keine gute Audioqualität aus den internen Mikrofonen der Webcam selbst, obwohl die Mikrofone auf der Verpackung bzw. auf dem Gehäuse so extrem groß aussehen und du die eigentlich vorstellen würdest, dass hier eine sehr gute Audioqualität aus den Mikrofonen kommen sollte. Zweitens siehst du schon an meiner Bewegung hier, ich bewege mich absichtlich so ein bisschen stärker, weil du siehst, dass das Ganze hier nicht flüssig ist. Das können Webcams von Orki, die ein Bruchteil dieser Webcam kosten, und du sowieso so ein externes Mikrofon benötigst, dann würde ich an der Stelle dann definitiv zu einer Kamera greifen, die ein schöneres Bild hat und vor allem nicht so ruckelig hin und her ist. Also für eine Webcam in 2021 ist es ein No-Go. Also ich habe tatsächlich hier schon mein MacBook neu gestartet, weil ich das erst gar nicht glauben wollte, dass diese Webcam, die in YouTube und überall so hoch gelobt ist als die eine beste Webcam für unter 100 Euro, dass die ein so grauenhaft schlechtes, unflüssiges Bild liefert. Ich werde das Ganze nochmal an meinem Windows 10 PC ausprobieren, damit ich hier auch definitiv Sicherheit habe, dass diese Webcam nicht irgendwie mit meinem Mac Probleme hat. Ja, ich wollte es ja erst nicht glauben, aber so wie es aussieht, kannst du hier ja ein flüssigeres Bild erwarten. Das ist jetzt angeschlossen an meinem Windows 10 Tablet. Das heißt, hier spielt nicht mal die CPU eine Rolle. Da scheint schon wirklich etwas nicht ganz zu stimmen. Deswegen probiere ich hier gleich nochmal die Kamera am Mac aus, nachdem ich die G-Hub Software installiert habe. Denn die soll bei der Logitech C920 nochmal einiges an Einstellungen ermöglichen, und vor allem die Farbe, die Belichtung und auch den Fokus manuell einstellbar machen, so dass du die Kamera dann wirklich auch an deine Situation manuell anpassen kannst. Ja, hier haben wir die Software von Logitech, die sich G-Hub nennt, und sie ist speziell für bestimmte Geräte von Logitech ausgelegt. Und du siehst schon an diesem Vorschaubild, dass die Kamera tatsächlich auch am Mac genauso gut aussehen kann wie am Windows-PC. Ja, und so sieht die dann aus, wenn ich dann mit QuickTime jetzt das Bild aufnehme. Der G-Hub läuft im Hintergrund weiter und sorgt dafür, dass dieses Bild eben nicht so stottert wie bei der vorherigen Aufnahme ohne G-Hub. Ich weiß nicht, was G-Hub mit der Kamera anstellt, ob der irgendwie neue Treiber für die Kamera mitbringt. Auf jeden Fall funktioniert jetzt auch die Logitech C920 genauso gut wie am Windows Notebook. Also das Bild ist nicht schlecht, aber es ruckelt halt immer noch. Bei Windows 10 war das auch so, irgendwie nicht so hundertprozentig flüssig. Ja, du willst sicherlich auch nochmal das Mikrofon der Logitech C920 hören. Jetzt ist das interne Mikrofon der C920 gerade aktiv und nimmt mich hier auf. Du hörst ganz deutlich, dass das Rauschen geringer ist als bei den günstigen Webcams, aber das Mikrofon trotzdem nicht so gut ist, als dass es beispielsweise mit dem eingebauten Mikrofon des MacBook Pro vergleichbar wäre oder erst gar nicht mit so einem externen Mikrofon. Ja, und so hört sich der Ton an der neuen Orki Webcam.
so sieht sie natürlich auch vom Bild aus. Allerdings finde ich das Bild von der alten Orki Webcam besser, auch wenn der Ton hier definitiv sauberer klingt. Es gibt zwar noch ein Grundrauschen, aber das ist noch vertretbar. Das heißt, es stört während des Gesprächs nicht ganz so stark wie bei der alten Orki Webcam, bei der ja sich der Ton angehört hat, als ob hier irgendwo noch ein Fan oder ein Lüfter oder sonst was gelaufen wäre. Ja, und hier siehst du das Videobild der Webcam original in voller Full HD Größe und du hörst mich über das eingebaute Mikrofon der Webcam. Du hörst hier ein sehr starkes Grundrauschen. Wenn man hier jetzt ein anderes Mikrofon wählen würde, dann wäre die Webcam an sich für diese 32 €, die sie eigentlich nur kostet, tatsächlich gar nicht mal so übel. Ja, und so sieht das Bild der neuen Acer ACR010 Webcam aus. Und so hört sie sich an, wenn du das interne Mikrofon der Webcam benutzt. Ja, so sieht die Razer Kaio dann bei einer optimalen Beleuchtung von vorne in einem Studio-like Atmosphäre aus. Ich finde, das Bild ist etwas zu hell. Die Kamera könnte also das Bild etwas dunkler machen und nicht ganz so empfindlich auf Belichtungsunterschiede reagieren. Also ich sag mal, so wäre das schon fast perfekt. Ja, das ist jetzt die Kameraqualität der Jellycom Webcam. Die sieht im Vergleich zu der Aoki Webcam doch durchaus sehr matschig. Und ich habe hier jetzt noch das gute Licht an. Das Gute daran ist, die Kamera kostet wirklich wenig und der Ton, den du gerade hörst, ist aus der Kamera. Das heißt, diese Kamera rauscht tatsächlich nicht und du kannst das Mikrofon der Kamera benutzen. Das klingt auch gar nicht so schlecht. Die eingebauten Mikrofone sind also allesamt ganz schlecht. Auch das eingebaute Mikrofon von der Logitech StreamCam ist nicht viel besser, aber doch ein Tucken besser. Und ich zeige dir gleich nochmal die Logi StreamCam im Vergleich zu der 10920 und du wirst definitiv einen sehr großen Unterschied sehen. Gerade bei diesem Hintergrund läuft die flüssig und der Autofokus spielt hier nicht die ganze Zeit rum und die Belichtung ist wesentlich angenehmer. Ja, und das ist nun die Logitech StreamCam und du siehst wirklich einen sehr großen Unterschied zu den vorherigen Webcams und auch vor allem zu der Logitech C920. Du siehst hier eindeutig, dass das Bild wesentlich flüssiger ist und generell keine Schärfeprobleme bei der Kamera da sind und dass auch Helligkeitsunterschiede die Kamera sehr viel besser mitmacht. Sie ist auch nicht unbedingt sehr flüssig. Also ich sehe gerade hier mich ein bisschen zeitversetzt auf dem Bild. Ich sehe, dass es auch leicht ruckelt, aber im Vergleich zu den anderen ist sie definitiv wesentlich besser. Du hörst übrigens den Ton aus dem eingebauten Mikrofon der Logi StreamCam. Ich kann sie auch mal bei völlig automatischen Einstellungen einmal zeigen, so dass du dann hier auch mal den Autofokus hin und her switchen siehst. Aber er macht dennoch seine Arbeit wesentlich besser und du hast hier definitiv keine Helligkeitsunterschiede, die immer hin und her springen. Und wir sind jetzt hier gerade tatsächlich in der schlechteren Lichtsituation. Wenn ich das bessere Licht anmache, jetzt habe ich hier von zwei Stellen ein Studiolicht auf mich scheinen, dann siehst du definitiv, dass diese Kamera hier ja alles ausspielt, was es nur wahrscheinlich im Moment bei Logitech an Möglichkeiten gibt.